Moinsen! Willkommen zurück zu einem weiteren Stream. Wir spielen heute eine kleine Runde Stories the Path. Intro 10 out of 10. Stories the Path of Destinies. Ein sehr schweres Wort. In diesem Game haben wir einen Helden und der muss eben Entscheidungen treffen. Und die Entscheidungen sind permanent und da kann man auch nicht so zurückgehen und das entscheidet so die Story so. Also je nachdem welche Entscheidungen man trifft, so verläuft halt die Story und so kommt dann auch irgendein Ende oder so ein Schissel-Schissel. Und ich habe mir gedacht, wir machen es so, dass die Viewer, aka die Zuschauer, die eventuell hoffentlich kommen oder kommen werden oder zuschauen werden, dann eben die Entscheidungen mitentscheiden. Jo, ich glaube, so sagt man das richtig. Und ja, also ich habe das Game schon ein bisschen vorgespielt, deswegen ich kenne schon ein bisschen, wie es funktioniert, aber ich habe echt noch nicht lange gespielt. Deswegen kein Stress da. Aber man sieht, ich habe ein bisschen schon gespielt, deswegen starten wir einfach mal ein neues Game. Once upon a time, the infamous rover Reynardo plundered the floating isles. Then his mother called him to her deathbed. "Swear to me that you won't die on the gallows," she rasped. Reluctantly, he swore. And he whiled away his days at home with music, cards, and wine. But the Emperor had changed. He'd been good once, a shy, almost humble toad. He'd built universities. But then people started whispering about mass graves in the woods, midnight rituals, victims screaming. The Imperial Ravens would round up entire villages, and no one ever returned. The Ravens had come to Ubar scouting for ancient books said to be of great power. But the librarians had hidden the books, so they'd burnt the librarians. The citizens, outraged, had driven them off. The Ravens had come back with dropships. The kid had fled with one of those books. He was brave and dumb and wanted to join the rebellion. And Reynardo had promised his mother he'd protect him. Nice. Also wie gesagt, hoffentlich kommen jetzt noch ein paar Leute dazu, weil ansonsten wird es blöd sozusagen, weil ich hoffe mal, wir können es so machen, dass sozusagen die Viewer die Entscheidungen treffen und sozusagen, dass ich nicht die Entscheidungen mache. Das wäre schon echt ein geiles Erlebnis, glaube ich. Und hier fliegt eine fucking Fliege rum, verpiss dich. Hässliches Vieh. Alter, die Ladezeiten sind echt deftig. The kid was looking down, watching his city burn. "Sorry, kid," Reynardo told the kid. "Look, if we give them the book, they'll leave you alone." "My mother died for this book!" "I promised her I'd protect you." "Oh, damn it." The kid had run off. With the book, of course. So Reynardo had to run after him. Wie gesagt, das sind so die Basic-Manöver-Scheiße-Dinger. Kenne ich ja alle schon. Aber es ist wie nur minimal vorgespielt, deswegen ich habe keine Ahnung. The two ravens were staring at the kid like he was their dinner, which probably was what was in their tiny brains. "Hey," Reynardo said. They cocked their heads at him. "Pick on someone as ugly as you." Wait, that didn't come out right. "For the Emperor!" The ravens cawed and rushed at him. Smash that deinen bitch. I'm dying. Oh shit. Ah genau, das kommt dann. Scrub. Oh bitch, find me. Miss me. Bitch. Also die Kampf... A dropship flew overhead. He hoped they hadn't noticed him. The kid
Kampfstyle ist echt geil in dem Game. Und auch der Artstyle finde ich richtig nice. Für jeden, den es interessiert, das Game gibt es zurzeit kostenlos auf Steam. Deswegen kann man sich einfach runterladen und es taugt echt. Es macht echt Spaß zu spielen. Yeah. Oh, right. The Gate of Heroes. Someone's idea of a joke, making the Skyship docks a gated community. You needed a hero's sword to open it. And the kid was on the other side of the gate. Who let you through? Promise me you'll take the book to the rebels. Or I'm gonna steal your ship. I'm not taking that damn book anywhere. And neither are you. Try and stop me, laughed the kid. I bet you don't even have a hero sword. And with that, the kid hopped away. Had to hand it to the kid. He was an idiot, but he had guts. Where was Renato going to get a hero sword? Right here, bitch. This shit. War and wind essence? Perfect. Yo. A hero sword. QED. Fuck. Falsche Taste. Stabbies too. This is what he got for settling down and finding people to care about. The kid's mum had been a swell cook, and she'd laughed at Renato's jokes, even when he didn't know he'd made one. And then the ravens had come to burn her. And she'd made him promise to protect the kid. But she never told him where the book was. Just the kid. He came up to a ledge. It was too far to jump. There'd been a bridge here before, hadn't there? And there was Peter, giggling at him. How'd you get across? He asked the kid. Where'd you find out? Warte. Mal schnell. Das. So. Look, I Jetzt sollte es hopped, besser sein. said the kid. Wise-ass kid. Hey, look out behind Was ist you, jetzt? Von Cute. Audio her. said Renato. Ah, ravens. Ja, boy. It was time to talk some sense into the kid. Just hook his way across the ledge and chase the kid down. Thing was, he hadn't used his hook since he'd retired. How'd he done it? Maybe if he meditated at that altar there, he'd remember his old skills. Nice. Ja, Fischreiten kenne ich alles schon. Jo. Jo. It was starting to come Fuck. Drücke mir die back falsche to him. Taste. Something you never completely forgot, like how to freeze time when attacking. The more he fought, the more he'd probably remember. Diese Grappling Hook fühlt sich so satisfying an. And there was the Farfarer. She was the fastest ship he'd ever known. She could do the Kester run in 12 furlongs. Oh, so the salesman had told him. And something told him the kid was about to walk into an ambush. Stop! He shouted. I'm not giving you the book! Shouted the kid, and took off. No! Peter! Passt The die kid Audio ran for eigentlich? it, and a goggler nailed him with its eye beam. The book was unburned. Next to it were the buckles from the kid's shoes, and a kid-sized pile of ashes. Damn it. Why hadn't he lied and told the kid he'd take the book to the rebels? The kid would be alive now. Really pissed off and betrayed, but alive. Oh, damn it. Renato picked up the book. He couldn't let the Empire have it now. He was going to have to get it out of there. He'd be a wanted man. Probably have to join the rebellion just to have a place to dock. Well,
He'd hated home life anyway. Nice, also der Dude ist jetzt erstmal tot. What was the big deal about this book anyway? Maybe he should open it and find out. All that had been years ago. How many? The war was a blur, and now 3 Raven scout ships were chasing him. Where are you running, rebel? Cawed the Raven captain over the loud hailer. Renato could see them cranking up their catapults. Just going out for a bill? Renato yelled back. Where can you run? Laughed the Raven horribly. Shit, Alter, was ist die Musik jetzt auf einmal so laut? Steiger nicht. Far behind it, another city was burning. The dark cloud above its island was thousand. Ganz kurz, ich glaube, ich mach den Dude mal ein bisschen lauter. Of Imperial ships. The fleet was doing a thorough job. Take us to the rebel base! I will spare your life! It called. The entire jury-rigged rebel fleet was only a few islands to the east. Beyond that were only the pillars of heaven. A sea of endless blood-colored tornadoes. The rebellion was out of time. Unless Renato could bring a game-changer. Maybe he could. Renato had found out where he could find the pieces of the Sky Ripper. The legendary weapon that had exiled the lost gods. Surely a legendary weapon could win the final battle. On the other hand, his old friend Lapino had sent Renato a desperate message saying he had a brilliant scheme to save the rebellion. If Renato could only rescue him. Renato dived the Farfarer towards the abyss. As he felt the heat of the jet stream, the Raven ships peeled off, not stable enough to follow him down there. Now it was time to choose. Lapino or the Sky Ripper. Nice, also jetzt haben wir unsere erste Entscheidung. Also entweder wir retten unseren Dude hier, den Lapino. Auch wenn Lapino nur wirklich nicht als Lösung betrachtet werden konnte, manchmal hat er doch ein paar verrückte Ideen. Vielleicht sollte er ihn retten. Oder wir holen uns den Sky Ripper, ein uraltes Artefakt, das die verlorenen Götter besiegt hatte, konnte das Spiel für ihn entscheiden. Doch es war vor vielen Jahren in 2 Teile zerbrochen. Renato konnte es wieder zusammensetzen, wenn er nur zunächst das Gehäuse an sich bringen würde. Also, das ist jetzt die Frage, welchen Weg wir denn jetzt gehen. Ich hoffe mal noch, dass irgendjemand im Stream dabei ist. Ansonsten stehe ich jetzt einfach nur dumm rum und warte auf eine Entscheidung, aber jo, ich warte einfach mal ein bisschen ab. Ich glaube dann, es schreibt im Moment keiner, deswegen glaube ich, gehe ich erstmal mit dem oberen, weil das untere habe ich schon gemacht. Deswegen schauen wir mal, dass wir den Dude einfach mal rennen. Ah, Lapino. Apparently the mad rabbit had sold a Pegasus that he did not exactly own. Lapino always wiggled out of trouble given time, but he was out of time. The Ravens had figured out that Lapino was a rebel spy. If the fleet reached him first, they'd string him up for that. Never mind the winged horse.
Alter, diese hässliche Misset-Fliege, Junge. Fucking verpiss dich. Drecksvieh. Lapino had apparently managed to confuse the judge by arguing that he hadn't actually stolen a winged horse. He'd only sold it. But wait, where was the prison? The village was empty. Had everybody fled the ravens? If I craft a sword now, it's going to be really short. Fuck. Jo, das Game sieht nice aus. Ja, es ist echt nice. Ich habe vorhin nur leider noch gewartet mit der Entscheidung, aber es hat halt leider keiner was geschrieben. Deswegen habe ich jetzt einfach mal entschieden, den Dude zu saven, anstatt die Waffe zu holen. Aber ich habe eigentlich so gehofft, wenn man das so sagen könnte, dass sozusagen die Viewer dann immer Entscheidungen treffen. So. There was an inscription. Praise the sun. Yo, what the fuck? Hello, my dudes. Alter, was spassen denn so aus? People were frightened these days. Just 2 weeks past, Reynardo had sneaked through an empty town and listened to the ravens caw about the Emperor's new taste in ritual sacrifice. Reynardo's blood was up. He just needed to smash something. Das kann ich hier mal hier links? Nee. Okay. Schauen wir hier rüber. Fick die Barrel. Du Fick-Fliege, Alter. Verpiss dich. Hässliches Viech. Ohne Chest. Nice. Give me metal. Also diese grünen Gates können wir mit unserem Schwert schon aufmachen. Eine fliegende Holzplatte, ja. Jetzt ist der Fall durch. Aber auch die Fighting Physics sind auch endgeil in dem Game. Bitch. Super. Ich fick dich. Smack, smack, smack. Ah, fuck. Shit, 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 shit. Run, bitch. Bitch! Yo, Alter, wie ist der mir hinterhergehittet? Wie der ist alleine. Also, ich darf die Gegner immer noch nicht unterschätzen, weil mein Schwert ist halt auch echt weak. Sind wir alle hier? Grab it. Fucking bitch. Ravens were landing everywhere. The advance guard. He'd better get moving. If they got to Lapino first, they'd eat him for breakfast. Or a snack. Ravens weren't picky. If they got hungry, they sometimes forgot to interrogate their prisoners. Even top spies like Lapino. Where had the mad rabbit got to? Nice. Mates. It was good to practice your moves, thought Reynardo. Keeps you limber. You bitch. Auch Barrels ficken mich auch. Warte mal, hier oben noch was? Es gibt also sehr viel so versteckte Scheiße, wie ich sehe. Also es lohnt sich immer jeden Weg abzuchecken. Will der Boy nachher TS kommen? Jo, vielleicht. Muss mal schauen. Reynardo felt like he was ready to learn new things. And good, it was starting to come back to him. Something you never completely forgot. Like how to freeze time when attacking.
Oh, jetzt The more he wieder eine fought, Battle-Szene. the more he'd probably remember. Fucking warum grabst du ihn? Bitch. Ah! Bin ich zu behindert zu blocken, Alter. Fuck! Digga, die Range teilweise von diesem Spiel. Fuck. Wow! What's for dinner, you Ich thought? werde einfach so hart gegangbangt, dass ich nicht einmal broccoli. blocken kann. Boy. Jetzt komm. Gib mir die Baggins. Suck. Fix it, fix it, fix it. Ein nach dem anderen. Oben sind wir hier weg. Okay, also wenn man sie kontert, dann sind sie eigentlich fast One-Hit mit dem Konter. Ich muss einfach nur schnell spammen. Holy shit, Alter. Ein Shreddy Boy. What the fuck? Alter. Renato felt a chill run down his back. Or possibly a flea. Instant sind wir auf dem Friedhof, Junge. Ich muss nicht, ich habe nichts Neues zu lernen. Da kann ich noch nicht kicken. Oh fuck. Come over here. Yo, what the fuck? Hab ich den gerade runtergekickt? Jo, die Sache. Runtergebuchst. Ah nice, jetzt habe ich ein Level up. Jetzt kann ich mir jetzt bei dem Altar so ein Upgrade holen. Was hole ich mit dem? Perfekter Schlag. Greife sofort nach der vorherigen Attacke an, um den perfekten Schlag auszuführen. Bonusschaden. Sofort nach der vorherigen Attacke an. Okay. Abwehr verlangsamt nach einem erfolgreichen Angriff bis zu deiner nächsten Aktion die Zeit. Ruh dich aus und plane die nächste Aktion. Aggressive Verteidigung. Die Abwehr eines Angriffs übt nun Schaden aus. Steigert die maximale Gesundheit oder läuft schneller. Was glaubt ihr? Was soll ich denn für ein Upgrade nehmen? Entweder perfekter Schlag, dass ich die Zeit ein bisschen verlangsame, wenn ich einen erfolgreichen Angriff mache. Dass ich mehr Damage mache beim Blocken, dass ich mehr Gesundheit habe oder dass ich mehr Speed habe. Gesundheit klingt gut. Ich krieg halt viel auf die Fresse, aber aggressive Verteidigung wäre auch nice. Zeit oder Health, würde ich sagen. Ja, ich glaube, dann gehe ich mit Health, weil die Zeit, das verstehe ich irgendwie nicht so ganz. Könnte zwar nice sein, aber ich glaube, Health ist... He'd missed his old skills. He welcomed them back like it was at a reunion. Okay. Nice, da kriegen wir Instant Health auf die Fresse. Boy. Dirty and bloody, Renato finally reached Lapino. The rabbit was practicing his shuffle. Renato recognized the cards. It was Lapino's favorite deck. Oh, I thought you were in danger. I am. The ravens are coming. Oh, the prison thing. Right, yeah, we see this guard owed me 53 ducats, so we made a deal. They're very reasonable people, actually, for weasels. Now, I got a brilliant plan to kidnap Zenobia. We capture Zenobia, we find out what she knows, and that's the whole war right there. Easy peasy, lemon squeezy. Capture the Emperor's greatest general, who also happened to be a deadly sorcerer and, oh, his only daughter. That would be worth it. On the other hand, he could still get to the core of the Sky Ripper, even if he couldn't get the whole thing. It must have great power.
Nice, also wir haben schon wieder eine Entscheidung. Also entweder wir snacken uns die Tochter, die auch gleichzeitig ein fetter Krieger und ein Magician ist. Und keine Ahnung, was wir dann mit ihr machen. Wie gesagt, wir rausquetschen aus ihr die Informationen. Oder wir gehen und holen uns diesen mächtigen Stein da, der zu dem Skyripper gehört. Diese mächtige Waffe da, was auch immer das war. Ich lese nochmal vor. Vielleicht hatte Lapino recht, vielleicht sollte er die einzigste Tochter und größte Generalin des Imperators entführen, Zenobia. Wenn es ihm gelänge, Informationen aus ihr rauszuquetschen, könnte das den Verlauf des Bürgerkrieges zu seinen Gunsten ändern. Oder, zwar konnte Reynardo das Gehäuse des Skyrippers nicht mehr an sich bringen, aber vielleicht den Kern. Möglicherweise konnte Lapino ihm helfen, seine Kraft zu nutzen. Das ist jetzt die Frage. Snacken wir uns die Bitch? Oder snacken wir uns den Stein? Okay. Na dann gehen wir für die Bitch. Zenobia wasn't just the Emperor's daughter, of course. She'd been Renado's best friend in Sword Fu school. And you're still mad for her, the rabbit reminded him. They'd been close. She'd told him things no one else knew. But she'd never told him who she really was. She knows all the Emperor's plans, chuckled the master spy. She won't give them up easily. She'll tell the interrogators, all right, said Lapino. Taking her would change the game, all right. Halt, boah, jetzt steppen wir und snacken uns erstmal die Tochter von dem Frog King, Evil Toad. Sie ist eine Magician, also das wird auch nochmal spaßig werden. Ich habe so ein Gefühl, da kommt jetzt so ein Bosskampf. The city was already under Zenobia's control. I had to admire her efficiency. Renato shivered at the thought of Zenobia at the mercy of the interrogators. Could he really turn her over to them? But this was war. It wasn't meant to be pretty. Oh, fuck. Na, fuck. Ich wollte nicht runter. Kann ich wieder hochgehen, bitte? Ah, for fuck's sake. Oben war... Lol. Dead people everywhere. Can't we just agree to disagree? Said Renato. No? Just die. Bitch. Oh shit, das hier so ein Steppy Boy. Dead Boy. Was ich mich frage, ist, kann ich durch diese Viecher durch... Wow. Shit! These things could really use a hand. Jo, Alter, wie schnell schnitzelt man die? Die. Alles klar. Das sind ja doch keine fette Gefahr. Das ist Blitz. Oh fuck, oh fuck. Oh shit, das ist ein Dude. Good evening. So, what's this plan of yours? Use me as bait, said Lapino. And he outlined a slightly complicated plan that involved geese, a net, setting the Farfarer a little bit on fire, Lapino dressing as an old blind toad, and Reynardo hiding inside a monstrous watermelon. What could possibly go wrong? Thought Reynardo. Digga, der Plan. Oh shit, jetzt müssen wir wieder eine Entscheidung treffen. Also entweder wir machen einen sicken Plan mit Gänsen, Netzen, Fire, einer alten Kröte und eine fette Wassermelone. Oder wir halten uns nicht an den Plan. Moin Chan. Nein, ich bin kein Jude. Ich habe so ein Gefühl, wir werden das hier wählen. Aber ich warte mal ab.
bis die Comments irgendwas sagen. Schließlich wird die Story von den Zuschauern entschieden. Ich bin für Break the Rules. Soll ich das darunter verstehen? Dass sie nicht den Plan machen oder dass sie schon den Plan machen? Links. Ich glaube schon, dass die Mehrheit eher das Linke meint, oder? Rechts. Ja, was jetzt? Ich habe jetzt 3 Leute, die mir irgendwas unterschiedlich. Rechts. Ihr wollt nicht den fucking Plan Gänsen, Netz, Feuer, Kröten und Wassermelonen. Ey, yo, Alter, wie lame seid ihr denn? Aber okay. Das Volk hat gesprochen. Oh, go ahead. I'm sure you know better, said Lapino. Alright, fuck you, bitch. I need more materials, thought Renato. Oh shit, wir können es noch mit das Schwert upgraden. Ich kann die Köpfe verschieben dann was. Haben schon eine neue Fähigkeit? Ne, können wir noch nicht machen. Oh shit. Aber jetzt. Ah, okay, also wenn sie sozusagen unten sind, dann sind sie leichter zu killen. Dann sind sie sozusagen gestunt und man kann so einen One-Hit machen, wenn ich das richtig verstehe. Ich hoffe mal, es passt auch noch von der der Lautstärke her. Kann ich da rein? Ne, da kann ich nicht rein. Oh jo, ist der Mess, wenn es Abwasser. Die Abwasserkanäle oder was immer das hier ist. Renato slinked through Zenobia's ship, making no sound at all. Where were her guards? Finally, he reached her bedroom. She was curled up on her bed. Wow. Oh, he'd forgotten how beautiful she was. How sleek. How soft. What the He tapped her on the shoulder with his sword. She became smoke. And he noticed he had a blade to his throat. Stay a while, purred a familiar voice. Did you really think you could capture me? Zenobia said as her ship lifted off. Now I just wanted some privacy, Renato said. Did you ever wonder why the Emperor adopted you? And he told her why. His Imperial Majesty wanted to bring the lost gods back. They could make him immortal. But to seal the bargain, he needed a sacrifice. Someone who truly loved him. You're lying. She was furious. You can't prove that. I can. And so they set sail for the Nexus. Alter, die Beschreibung. Sie war weich. Hilft sie uns jetzt? Oder ist sie immer noch Scientists nett? at the observatory have resurrected one of his victims. Well, he's not exactly alive, but it can talk, and it can't lie. You took a big risk. You know, I could just cast a spell to make you tell me where the rebel base is, and you wouldn't consider that cheating? She frowned. Ugh, fine. Let's go get your witness. Das Bitch. The rebellion had started after atrocities that the Empire hushed up. Renato had rescued a priest whose order had been massacred for one book. He had slept in a burnt village. Dead kittens and puppies had come to tell him what the Emperor had done to them. Ja, aber das Map-Design ist schon echt lit. Who needed bridges anyway? Smash.
Time to die. Jetzt fliegen wir wieder über die Map. Well, they really needed to redecorate anyway. Nice. Metal. Ah, fuck, ein Metall fehlt noch. Falsches Schwert, okay, das kann ich nicht öffnen. Alchemy Metal. Wahrscheinlich kann. Ah. Okay. Ja, dann mache ich diesmal diesen Abwehrreflex. Das ist mit dieser Zeit. Und das wolltest du ja haben, Olli. Also, probieren wir das mal Come in aus. handy in a pinch. Schauen, wie das dann so ist. Oh, großer Raum. Wo sind die Raven Faggots? There they are. Fuck. Ah, da war das kleine Zeitfenster. Die. Block. Fuck. Gay. Der Fang ist tot. Also das Extra Health hilft deutlich aus. Die Crystals sind smashed. Truth was, Renato really liked the sound his sword made in the air. Sheesh. Teleportation. She caught up with him. She seemed troubled. All right, out with it, he said. He sent his ravens to search for an ancient crystal. Something called the Iblis Stone. Iblis? Isn't he one of the lost gods? He shivered. A stone dedicated to one of the lost gods. Well, that could give great power. But what would the god demand in return? These are nuts. Alright, bitch. Ah, fuck. Nein, da war eine Chest. Ich dachte, das hier wäre der Secret Weg gewesen, aber I am retarded. Aber die ganzen Game-Elemente, wie das mit der Grappling Hook, das macht richtig Bock, das taugt End. Das ist richtig nice. Auch der Dash, den ich die ganze Zeit vergesse. The scientists on this island had been investigating the Emperor's dark ritual on their own. They were neutral in the civil war engulfing the Empire, but they could see that the dark magics the old Toad had loosed were changing the world. Renato hoped he and Zenobia weren't putting them in danger. Fucking hell. Komm, mir bitte wohl irgendwo. Ist das echt gay? It was a bit windy up here. Oh. Ah, I see. Ich krieg trotzdem auf die Fresse. Oh, for fuck's sake, ich sterbe jetzt halt echt. Fucking move halt dann. Yo, wenn das mich... Fuck. Gay. Ich bin so tot, wenn jetzt ein Fight kommt. Und es kommt ein Fight. Fucking bitch, Junge. Gay. Fuck. Die. Back. Fucking cunt. What the Renato fuck? hated warlocks, the way they stayed back and lobbed pain and death from a distance. Cowards. Really dangerous, effective cowards. Digga, die fucking Kernspaltung. Vermeintete Zauberspruch des Zauberers. Nach der Explosion wird er alles beschädigen, die sich in der Umgebung aufhalten. Also fucking stark. Okay.
fucking 10 HP. Das wird nicht okay. Ah, Chest. Yes. Give me. Oh, health. Give me shit. Yes. Okay, lauf halt. Swing. I wonder what I could make with all these sword crafting materials, thought Renato. Kann ich mich da. Wow, ich kann mich nicht mehr zurück. Fucking gay. Ich kann mich nicht mehr zurückgucken. I'm die. Alter, die Map, das Map-Design ist echt nice. Eye. Shit. The observatory was a burning hulk. Dead scientists and black feathers everywhere. The Ravens had taken care to burn the reanimated witness to cinders. Zenobia stared around, shocked. The scientists had been neutral. They had no part in the rebellion. Take me to your council, she said, shaken. I have things to tell them. It was what Renato had gambled on. The Zenobia would turn against her father once she knew his madness. But the rebel base was secret. Could he really risk taking the Emperor's daughter there? Halt, also Boys, wir haben wieder eine Entscheidung. Einmal hier. Hätte er sie wirklich überzeugt oder spielt sie nur mit ihm? Sie zum geheimen Stützpunkt zu bringen, könnte zur Katastrophe führen. Er durfte ihr den Standort des Stützpunkts nicht verraten. Zumindest bis er von ihr aufrichtig überzeugt war. Er musste sie in die Berge bringen. Also bei der ersten zeigen wir nicht die Base. Und bei der zweiten mit dem Froggy Boy, der aussieht wie ein fucking Wal. Hatte er sie wirklich überzeugt oder spielt sie nur mit ihm? Er war schon so weit gekommen, weshalb sollte er jetzt zögern? Er muss sie zum geheimen Stützpunkt bringen. Also Boys oder Girls, wer mal zuschaut. Ihr könnt jetzt unten in den Chat schreiben, welchen Weg wir jetzt gehen sollen. Ob sie eher nicht mit zur Base nehmen, sondern in die Mountains schicken. Oder ob wir vertrauen und sagen, ey, komm zu uns in die Base. Nimm sie mit, wenn sie snitcht, dann gibst du ihr Respektschelle. Okay, also du sagst, wir sollen das untere machen. Das heißt, du trustest ihr, Olli. Ist sonst noch irgendjemand Schaut sonst noch irgendjemand zu? Ich weiß es nicht. Ich warte noch ganz kurz, dass jemand noch Zeit hat, was zu schreiben. Ansonsten gehen wir mit, dass wir ihr trusten. Halt, ich glaube, da kommt nichts mehr. Dann trusten wir mal den Renato reached Lapino by Farspeaker Toad, the one creature the Ravens had left alive at the observatory. I'll meet up with you at the base, Lapino said through the Toad. Good thinking. Renato gave him the coordinates. There's a shuttle here I can borrow. Renato found Zenobia in the chart room. I've been having awful dreams, she said. Dead kittens and worse. I thought they were only dreams, you know. Why would anyone want the lost gods back? In those days, the favorite of a god could become immortal. She held herself and shivered. He wants to become an eater of souls. Well, I'm not afraid of dying. Just dying of boredom. Renato said, but she didn't laugh. Silence fell as they flew towards the ruins of the city of Ubar, where the rebellion leadership was hiding. If Zenobia couldn't help them fight off her father, no one could. Ich habe keine Ahnung, wie kurz, lang oder so dieses Game ist. Ich hoffe mal nicht, dass es jetzt sozusagen indirekt gleich vorbei sein wird.
Aber wir schauen mal. Ich bin nicht so weit gekommen, wo ich es vorhin ausprobiert habe. As they touched the ground, he could smell the ravens and hear their hungry caws in the distance. They're probably looking for me, she said. You go on ahead. She had that fiery look in her eyes that he'd always loved. It was a bit odd, though. How easy she'd been to convince. It was what he'd gambled on, but he'd expected more of an argument. She'd always loved to argue. She considered it the fastest way to the truth. Maybe she'd long suspected the truth. Sometimes all it took was taking the bandages from your eyes. That must be it, he told himself. Ich habe so ein Gefühl, sie gibt jetzt Kopfschelle. Boom! Aber hier gibt es ja noch viele Fähigkeiten, deswegen ich glaube mal nicht, dass das Game so schnell zu Ende sein würde. Bernardo felt a little better. Also wir wollen da drauf steppen. Schaut lieber mal durch die andere Gate, weil diese Purple Portal Scheiße, die kann man nie wieder zurückgehen. Wusste ich's doch. Jetzt. Oh shit. Fucking. Wow. Wow. Stimmt, ich kann ja. Ich vergesse die ganze Zeit, dass ich diesen Boost ja noch habe. This was much easier than free climbing. Open up. Oh ja, gib mir die Health. Nice. Also alles, was wir noch brauchen. Warum öffne ich wieder den, Alter? Yes. Yes. Give me sword. Aufrüsten. Halte Shift für magische Schwertaktivierung. Schwerter verbrauchen Energie, wenn sie aktiviert sind. Schwerter wechseln. Sheesh. Und Green Bitch. Bau deine Gesundheit schneller wieder auf. Yo. Und dann ist hier. Lol. Ich kann mich selber healen. Das ist ja geil. Ich habe ein sickes grünes Schwert. Nice. Na, dann können wir es gleich mal testen hier. Ihr fetten Faggots, Alter. Die. Bernardo had learned so much. It was time to turn it into something he could use. Check nur noch nicht. Ah, okay, also ich kann jetzt auch so Energiedinger collecten. So kriege ich also sozusagen Punkte. Okay. Oh, falsche Knopf. Suction. Give me stones of wisdom. What else could you hook? Your mom. Hier ist noch was zum Abchecken. Shit. Boss, also nicht Bossfight, aber Fight. Schön, dass die alle einzeln auf die Fresse passieren wollen. Natürlich sehr gelegen. They caught their breath under a ruined arch. It's beautiful, she said. This was the library of Ubar, he said. Your father's ravens thought they had an ancient book. She nodded. Was she crying?
This was exactly what I wanted, Renata thought. To turn her to our cause. So, why do I feel something is terribly wrong? Because nothing ever goes this smoothly, is why. Ja, wir kriegen auf die Fresse von ihr. Nice, we're doomed. Kann ich hier irgendwo entlang steppen? Nee. Kann ich zurückgehen? Wow. Nee. Ah, Chest. Ah, hier sind also wieder diese Wonder Faggots. Bitte dreh dich. Die! Dann wieder hier. You blinked. Wow, der Quote. Nice. Okay, was macht das Ding hier? Fucking aktivierst halt. Ah, das geht. I see. Oh, wow, wow, wow. Die. 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 Jo, Alter, wir schnitzen uns hier durch. Was sind sie alle tot? Huh? Was? A lever? That was new. Most people still use doorknobs. Alter, wie fett. Hier die ganzen Raben. Bitch weit. Oh fuck, der Wizard. Fucking Wizard. Die. Die, Wizard, bitch. Fetter. Ach, der fette Schlange. Alter, Junge, wir wollen denn noch spawnen? Steiger mal nicht. Combo, Alter. Oh fuck. Oh fuck. Also ich dachte, da ist jetzt irgendwie so ein fetter Boss dahinter oder so. Council toads swarmed around Zenobia, shocked she was there, shocked she had changed sides. Then the walls exploded. He heard toads croaking, "Oh, the ravens!" Blackbirds were pouring through holes everywhere. "It's a trap!" cried the council speaker. In the confusion, he saw flashes of magic. Then Zenobia being hustled off by Imperial troops. So... she had betrayed him after all. Renato ran for his ship. The Farfarer flew into the clouds, barely losing the Imperial ravens pursuing him. The rebellion was lost. And he had lost it. There was nothing to do but find Zenobia and make her pay for her treachery. His heart ached. He still loved her. But he had trusted her and he had been a fool. She would be back at the fleet, gloating with her mad, bloodthirsty father. For all Renato knew, she was helping him bring back the old lost gods back from their exile. Hi, bitch. So wie Olli gesagt hat, jetzt kriegt sie eine Respektschelle auf die Fresse, weil sie uns verraten hat. Sie snitched. She has the big gay.
Reynardo landed in the middle of the Imperial fleet. The rebels were losing badly. Without leadership, it was a slaughter. Reynardo felt strangely free. Trying not to think about how he had lost the war. Trying not to think about how he had loved Zenobia. Blinded himself to her treachery. Oh, yeah. That's what it meant to be a hero. To keep on fighting after the most bitter of betrayals. To never know if you could trust anyone. Cats. What a waste of fur. Warte, wie kann ich Schwerter wechseln? Ah, okay, also mit Maus kann ich Schwerter wechseln. Das heißt, ich kann mit dem heilen. Und das hier kann ich Lit machen. Hey. Hey. I'm a firefox. Thought Reynardo. Wow. Die Quotes. Na, dann usen wir doch mal das Swordly gleich. Und geben gleich ein paar Raben mit Feuer auf die Fresse. Boys. Kann ich das hier schon aufmachen? Ah, falsches Schwert, okay. Also ich glaube, ich kann grün und orange sozusagen jetzt aufnehmen. Ah nein, stimmt, wir haben hier einen neuen Skill. Ich glaube, ich mache sogar die Combo mit dem perfekten Schwert. Nice. That could be useful. Ich weiß zwar noch nicht ganz, was die sozusagen Erklärung damit meint, aber das kann bestimmt nur nützlich sein. Collect me den Stone Chisel. Yes. Fucking burn, bitch. Alter. Holy Chisel. Where did that go to? You fuck, bitch. Fucking Block vergessen. Gay. So. Jo. Ah, ich habe keine Energie mehr. War hier nicht hier hinten irgendwo ein Altar? Ja, das ist doch. Ja, gucken wir mal die Health hoch. Das klingt gut. 150. Nice. Ab in das brennende Ding. Damn. Wir sind jetzt auf dem Schiff, oder? Reynardo, smash! What the fuck? Alter, die Quotes. Yes, Energie. Die halt. Gib mir den Schild. Nice, das stecken wir mal auf das Portal. Yo, Alter, wie viele Schiffe. Steige mal nicht. Ich habe schon gesehen, dass ich hier lang kann. He hoped his hook didn't break. Chest. Yes. Battle. Lass mal alles abchecken. Einfach falsch Schwert. So ein bisschen healen wieder. Hier kriegen wir wieder Energie auf den Nacken. Wo bringt das mich jetzt hin? Boah. Steiger, meine ich. Wie er durchschreitet. Sharp? Check. Pointy? Check. Flexible? Check. What else do you need in a sword? Ich weiß ja nicht, ob es richtig ist, wo ich gerade den Step, aber ich hoffe mal schon. Jo, Alter, die fucking Fights. Dying. Das ist ja.
Magier dazu ist. Keine Ahnung, ob ich überhaupt noch in die richtige Richtung gehe oder ob das überhaupt noch so ein Nebenweg ist oder so. Oder ob das der Mainweg ist. Keine Ahnung, es gibt so viele. Hier in den Portale, da hinten gab es ja auch noch eins, deswegen. Building these platforms was so expensive, they'd run out of budget for guardrails. What had happened to Lapino? Had the Mad Rabbit fled to safety? Or was he forlornly carrying on like the few rebels Renato could see here or there? It didn't matter anymore. All there was slash and spin, parry and lunge, over and over as he fought his way across the fleet. All there was finding the girl he'd once loved, who had used his love against him and putting as big a hole in her heart as she'd left in his. Jetzt muss ich mich darüber gucken. Könnte mir vorstellen. Da du bist ein bisschen leise, warte. Wenn ich die Effekte vielleicht noch ein bisschen runterschraube. Dann soll es vielleicht besser gehen. Jetzt haben wir Slow-Mo Grab. Nice! Also steppen wir jetzt hier von Schiff zu Schiff. Smashen den Schüssel. Jetzt noch die ganzen Kisten alle abchecken. Renato checked to make sure his sword was still working. Yep. Bisschen Health auf dem Nacken. Das ist endgeil mit diesen Fähigkeiten. Ich feiere das voll. Ist allgemein ein bisschen leise. Ja, das Mic ist schon auf volle Lautstärke, wie gesagt. Die Musik noch ein bisschen leiser macht, die Effekte, Dialog. Dann kann man das allgemein Renato felt ready to become faster, stronger, bolder. If only he could figure out which. Wie fett die Schiffe sind. Raven Faggots. Oh shit, ich glaube, das ist das Main Schiff. Ja, das ist das Main Schiff. Wow. So big wie das ist. What the fuck ist das? Schildträger blocken deine Angriffe. Greife und wirf einen weiteren Schildträger auf ihn und er verliert seinen Schild. Hi. Ah, okay. Nice. Jo, what the fuck sind überhaupt meine Tasten? Alter, ich darf halt gar nichts. Gay. Healing. Bitch. Yo, what the? Steiger kommt jetzt fucking Laserstrahl oder? Ah
Nee, das ist die Entrance. Steppen wir da mal rein. And suddenly Zenobia was there, advancing a Lapino. So the Mad Rabbit had survived. Save me, or I'm done for! Screamed Lapino. Zenobia turned, showing her teeth in a smile. You're alive! Renato ran towards the witch. Lapino's the one who betrayed you, she shouted. He warned my father. Renato sank his sword into the witch before she could fool him again. She stared at him, heartbroken. No! Lapino's the traitor! Then he felt a knife in his back. I'm afraid she's right, said the Mad Rabbit. Ain't I a stinker? Then the sun went out. Okay, that was weird. He could have sworn he just died. Instead, he was on the Farfarer, sailing away from Ubar. And it was still burning. He'd fled burning Ubar years ago, hadn't he? And now he was back there. Had all those years fighting the Empire been nothing but a vision into the future? A useful vision if it was true. He'd learned something. Lapino was a traitor. Renato had suspected there was something wrong with the Mad Rabbit. But now he knew there was malice behind his goofiness. Holy shit. Neue Wahrheit. Lapino ist ein Verräter. Ah. Yo. Es gibt 24 Stories. Nice. Okay. Wahrheit freigeschaltet. He'd made bad choices. But now, when the real battle came, he wouldn't make those choices. He wouldn't make the same mistake twice. The book's pages began to flip backwards, towards the beginning. And he realized that his adventure was just beginning. The clouds parted over the Isles of Boreas. It was time to choose. The rebellion was in trouble. Ravens were scouting for the secret rebel base. They needed a game changer. Pieces of the Sky Ripper had surfaced. Or so a scholar in the mountains had told him. Surely the weapon that banished the lost gods could defeat the Emperor. Also, a temple had risen out of empty desert. The Emperor had brought the Sky Ripper pieces up out of ancient burial by his obscene rituals. Could this be where the Iblis stone was hidden? Someone better get it before he does, thought Renato. And also, his old friend Lapino needed rescuing. Of course, Renato had a pretty strong suspicion that Lapino had betrayed the rebellion. But could Renato really leave an old friend to the Ravens? Okay, also dann würde ich mal sagen, haben wir jetzt den ersten Teil, sozusagen die erste Story durchgespielt. Es gibt 22 Stories, also könnte ich theoretisch gesehen, es gibt 24 Stories, könnte ich theoretisch gesehen 24 Folgen einfach machen und dann kann sich jeder das immer einzeln anschauen und ich klatsche einfach alle in eine Playlist und wenn die alle ungefähr genau gleich lang sind, das ist jeweils immer eine Stunde, dann holy fuck, 24 Stunden, dann ist ein ganzer Tag drauf gegangen, aber hey, das ist ein geiles Game, ich kann es nur empfehlen für jeden, der es sich holen möchte, keine Paid Promotion hier, es gibt es kostenlos auf Steam und ja, Artstyle ist nice, Gameplay ist nice und was mich auch überrascht hat, ist, dass es jetzt ziemlich viel Story gibt sogar. Also 24 Stories und wenn ich für eine Story allein schon eine Stunde gebraucht habe, dann ist an sich länger als viele anderen Games, deswegen kann ich es eigentlich nur jedem empfehlen. Und ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, für alle, die zugeschaut haben und mitgemacht haben.
Und wenn ihr nichts Neues von dem Kanal verpassen wollt, dann einfach abonnieren und die Glocke aktivieren, dass ihr auch immer benachrichtigt werdet, wenn ich streame oder wenn ich allgemein ein Video hochlade. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend, Tag, Morgen, was auch immer es ist, welche Uhrzeit es ist, wenn ihr das Video anschaut. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.